Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr solches großes Interesse an meiner alten Heimatgemeinde Grünhainichen im Erzgebirge habt. Und unter den Filmen über die Grünhainichener Spieldosen hatten einige jedoch eine Frage gestellt, nämlich, das ist ja schön, diese Spieldosen, die ihr in eurem Dorf habt, aber warum nimmst du uns nicht mit zum Wandern? Oder kann man um Grünhainichen nicht laufen? Natürlich, man kann um Grünhainichen laufen und deshalb möchte ich euch, ihr seht hier, ein Teil des Rundwegs Grünhainichen mit euch gehen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und in diesem Sinne, lasst uns jetzt gemeinsam losgehen. Beginnen wollen wir unsere Wanderung unterhalb der Überreste der Flossmühle. Wer mit der Bahn anreisen möchte, dem stehen zwei Varianten zur Verfügung. Zum einen könnt ihr bis zum Haltepunkt Flossmühle oder alternativ bis Grünhainichen-Borstendorf fahren. Die jeweiligen Wege kennt ihr ja bereits aus zwei früheren Filmen. Doch bevor wir loslaufen, sollten wir uns die Brücke über die Flöa etwas genauer anschauen. Ihr fragt euch, was es da Besonderes zu sehen gibt? Auf den ersten Blick tatsächlich nichts. Das Besondere ist, dass diese Fußgängerbrücke überhaupt noch bzw. wieder existiert. Dazu muss ich jedoch ein wenig weiter ausholen. Wie oft schimpfen wir, und das zu Recht, über mangelhaft ausgeschilderte Wanderwege oder deren schlechten Zustand. Oft übersehen wir jedoch, vieles wird in ehrenamtlicher Arbeit durch Wanderwegewarte gemacht. Diesen Leuten sollte jedoch auch einmal Danke gesagt werden. Und damit sind wir nämlich bei unserer Brücke angelangt. Wenn wir von der Brücke auf unsere Flöa schauen, dann macht diese doch einen wirklich gemächlichen und friedlichen Eindruck. Doch 2002 sah es ganz anders aus. Sie verwandelte sich in kürzester Zeit in einen wilden Fluss, der alles mitnahm, was sich ihm in den Weg stellte. Irgendwann war das Hochwasser dann weg und mit ihm vieles. Auch diese Fußgängerbrücke, im Volksmund Schaukelbrücke genannt. Was sollte geschehen? Hoch im Kurs stand bei Behörden gerade zu dieser Zeit das Sparen. Wozu Geld für eine neue Brücke ausgeben, wenn man jeweils ein paar Kilometer auf jeder Flussseite bis zur nächsten Brücke laufen kann? Zum Glück gelang es dem damaligen Grünhainichener Wanderwegewart Helmut Fenner, im Verbund mit einigen weiteren Enthusiasten eine Mehrheit für unsere Brücke zu finden. So kam es im August 2004 schließlich zum ersehnten Neubau der Brücke. Vielleicht ein Grund, nicht nur an dieser Stelle, an all die vielen ehrenamtlichen Helfer wie Herrn Fenner zu denken, welche sich um die Pflege und Erhaltung unserer Wanderwege bemühen, bei allen Problemen, welche unsere Städte und Gemeinden darüber hinaus noch haben. Und gefeiert haben es die Menschen aus Grünhainichen und Borstendorf ausgiebig, dass sie ihre Brücke wieder zurückhaben. Doch nun, genug der Geschichten, laufen wir über unsere neue Brücke und auf der anderen Flussseite orientieren wir uns zunächst Richtung Schwarzmühle. Traurig werde ich jedoch immer, wenn ich dieses Grundstück sehe. Früher war es für mich der Inbegriff von Idylle und heute... Aufgepasst, auch wenn das Flusstal romantisch ist, nach wenigen Metern gibt's rechts am Hang schon wieder etwas zu entdecken. Nämlich eine Höhle im Fels. Ihr solltet nicht vorbeigehen. Was es damit auf sich hat? Es hält sich hartnäckig das Gerücht, es würde sich hierbei um einen Fluchtstollen aus der ca. 8 Kilometer entfernten Augustusburg handeln. Zugegeben, eine charmante Idee. Und so sie wahr wäre, würde sie Stoff für eine aufregende Geschichte an dieser Stelle bieten. Aber die Realität ist auch so spannend genug. Es handelt sich hier um den neuen Morgensternstollen, welcher zum Bergbaurevier Marienberg gehörte und in dem nach Silbererz gesucht wurde. Ob welches gefunden wurde, ist nicht überliefert. Allerdings wäre ein Erfolg hier auch sehr unwahrscheinlich, denn an den Wänden finden sich keine Erzadern, und da er mit 78 Metern auch nicht sehr lang ist, liegt die Vermutung nahe, es handelt sich um einen Teststollen und wegen fehlender Erfolgsaussichten blieb es auch dabei, denn neben diesem Stollen gibt es hier keine weiteren Bergbauaktivitäten. Die Höhle ist begehbar auf eigene Gefahr und ihr seht es,
Vorsicht im Winter und bei Nässe. Und denkt an eine Taschenlampe. Laufen wir weiter, orientieren wir uns in Richtung Schwarzmühle. Zur 19hainer Talsperre, die ihr bereits kennt, kann man von hier auch gehen, aber das ist ja heute kein Thema. Der Anstieg durchs Tal des Hahnbachs ist relativ moderat und angenehm. Wer nur einen kurzen Spaziergang machen möchte, der kann bereits bei dieser Ausschilderung in Richtung Fuchsturm abbiegen. Wir bleiben jedoch weiter in unserer eingeschlagenen Richtung Schwarzmühle. Schließlich erreichen wir unser erstes Zwischenziel, die besagte Schwarzmühle. Hier scheint die Welt stehen geblieben zu sein. Idylle, Ruhe und Frieden pur. Doch kann dieser idyllische Flecken ebenfalls über eine traditionsreiche Geschichte verweisen. Wie der Name schon sagte, wurde hier 1562 die erste Brettmühle, heute nennt man so etwas Sägewerk, errichtet. Die Besitzer wechseln von Zeit zu Zeit, bis 1892 ein Familienbetrieb gegründet wird und dieser macht etwas ganz Neues, nämlich Butterformen. Diese schöne Tradition wird über die Jahre weitergeführt. Als letzter seiner Zunft übernimmt Konrad Martin diese Firma und man staune, er ist der letzte, welcher in der gesamten Bundesrepublik solche Butterformen hergestellt hat. Inzwischen hat Herr Martin seinen wohlverdienten Ruhestand erreicht. Und das Traurige daran, es gibt niemanden, der dieses Handwerk fortführt. Zu meiner großen Freude hat Herr Konrad Martin für uns noch ein letztes Mal sein Heiligtum geöffnet und wir wollen ihm gern folgen und schauen und hören, was er zu berichten hat. Also recht schönen guten Tag, wir sind hier in der Schwarzmühle beim Butterformstecher. Und zwar Butterformen, die sich gar nicht auskennen, das sind Formen, wo dann hier die Butter reinkommt, wird gebuttert im Butterfass, kommt die Butter rein und wird dann so rausgestoßen. Und so würde dann das Stück Butter aussehen. Das ist natürlich Silikon zum Zeigen und für den Sommer, wenn es warm ist, verläuft ja die Butter. Und so würde aber die Butterform aussehen. Oder dann runde Form von 30 bis 250 Gramm. 250 Gramm zum Beispiel ist, ein Stück Butter ist heute noch ein Begriff, 250 Gramm. Das sind also runde Formen und das sind Trögel, die im Alpengebiet Bayern und Schlesien bekannt waren oder auch sind noch, ne, sind dann die länglichen Formen. Oder Verwandter in Birninge, der macht dann die sogenannten Doppelformen, wo dann die Schafe am bekanntesten sind. Das ist dann hier doppelt und kommt dann so ein bisschen Petersilie in der Küche und ein Pfefferkorn-Auge, das kann man so viel garnieren. Und wer es gar nicht lassen kann mit der Heiraterei, sind dann schneebelte Täubchen. Das ist dann fürs Brautpaar auf dem Tisch, macht etwas her. Ja? Und wenn die Hochzeit eine Weile vorbei ist, da kann, es muss nicht, kann es passieren,
das sogenannte Ehestandsregulierungsgerät kommt in Betracht. Ne? Und zwar, nur Spaß beiseite, das ist zum Springerle, also zum Keksebacken. Ne? Und wird also mit der großen Nudelrolle, mit der großen Rolle vorgerollt und noch einmal drüber weg und mit dem Messer dann so nachgeschnitten. Und hat man dann, wie auf der Rolle, 12 verschiedene Bilder. Und im Badischen oder im Schwäbischen, da nimmt man nicht die Rolle, sondern die nehmen sogenannte Trug- oder Brettmodel, das ist dann das hier, das wäre eine Aachener Brinte. Ne? Das ist alles das, was es früher mal so gegeben hat. Vielen, vielen Dank, lieber Konrad, und weiterhin in deinem Leben alles Gute, vor allem Gesundheit. Denn nach dieser spannenden Besichtigung verlassen wir jetzt die romantische Schwarzmühle, laufen außen am Mühlteich vorbei, der gelb-grünen Markierung bzw. dem Mühlenweg und weiter dem kleinen Mühlgraben folgend. Der Weg ist wie immer ganz einfach und nicht zu verfehlen. Dennoch stelle ich euch gern die Links von Komoot und Outdoor Active unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf wieder die GPS-Daten herunterladen. Schließlich erreichen wir die Verbindungsstraße zwischen Grünhainischen und Börnischen. Diese überqueren wir, orientieren uns nach der Rollemühle bzw. der gelben Markierung Rundweg Grünhainischen. Selbst bei Schnee ist es noch zu erkennen, dieser einst verträumte schmale Pfad wurde leider vollständig vom Forst ruiniert und dieser Zustand hält nun schon eine ganze Weile an. Hoffentlich wird er in absehbarer Zeit endlich wieder instand gesetzt. Schließlich erreichen wir diese Wegeskreuzung oberhalb von Börnichen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, lauft die wenigen Meter noch hoch auf die Kuppe, wenn es möglich ist, setzt euch auf die Bank und ihr bekommt einen schönen Ausblick auf Börnischen, den nahen Bornwald, bis hinüber Richtung Tschobautal und dem Geierschen Wald. Satt gesehen gehen wir zur Kreuzung zurück und jetzt den breiteren Forstweg ohne Markierung nach unten. Keine Sorge, der Schneemann weist euch gerne den Weg. Treten wir aus dem Wald, eröffnet sich uns zuerst der Blick auf den Scheffelsberg bei Grünhainischen. Wer Glück hat und schöne Fernsicht, der kann auch weit über das von uns begangene Hahnbachtal in Richtung Osterzgebirge schauen. Für einen knappen Kilometer müssen wir den befestigten Fahrweg benutzen, aber keine Angst. Der Straßenverkehr hier ist nur sehr, sehr mäßig und selten. Dafür bieten sich uns schöne Blicke auf unser Grünhainischen, dem Dorf der Engel und natürlich auch auf die Krone des Erzgebirges, die Augustusburg. Bei der Firma Erzi, dem früheren Fero, angekommen, verlassen wir die Straße und benutzen den Feldweg. Gehen unterhalb vom bereits erwähnten Scheffelsberg entlang und haben einen weiteren schönen Ausblick auf Grünhainischen, im Volksmund Klein Leipzig genannt, sehen im Tal die Flöha und das gegenüberliegende Schachdorf Borstendorf. Ob Schnee oder nicht, der Feldweg ist nicht zu verfehlen.
Dennoch findet ihr auch hier Hinweisschilder auf unser nächstes Ziel, den vorhin erwähnten Fuchsturm. Der Blick zurück kann auch manchmal interessant sein, hier auf die Kirche von Grünhainichen. Schließlich biegen wir links in den Wald auf diesen schmalen Pfad ab und der ist wirklich nicht zu verfehlen. Wenige Schritte gehen wir noch nach unten, können zumindest bei geringer Vegetation unser Hahnbachtal sehen und erreichen schließlich den Fuchsturm. Um das Jahr 1870 herum soll Julius Liedloff, Besitzer der umliegenden Waldgebiete und der Baumwollspinnerei, diesen Turm als Vergnügungsstätte errichten lassen und Goldene Höhe genannt haben. Die Alten berichten, früher hätte sich sogar eine Tafel mit diesem Namen am Turm befunden. Dieser Name wird aber nicht benutzt, denn im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Turm, ihr wisst es ja längst, Fuchsturm genannt. Diesen Turm hat man natürlich nicht einfach so zum Spaß in den Wald gesetzt. Wer im Innern genau hinschaut, der wird erkennen, einstmals gab es im Turm eine eiserne Plattform, welche mit Hilfe einer Wendeltreppe erreichbar war. Satt gesehen bietet sich die Bank, wenn sie nicht gerade anderweitig belegt ist, an, ein kleines gemütliches Picknick hier oben zu machen. Wenn wir uns Gedanken für den Rückweg machen, gibt es auch hier mehrere Varianten. Eine wäre, diesen Weg direkt neben dem Fuchsturm zu wählen. Man kommt unweit der Schaukelbrücke an der Flöha an. Allerdings ist dieser Weg sehr steil und im Winter würde ich allemal davon abraten. Deshalb gehen wir heute zunächst zurück, bis wir erneut den Waldrand erreichen und von dort weiter abwärts. An diesem Abzweig eröffnen sich erneut zwei Möglichkeiten. Der linke Weg ist ein kleines Stück kürzer. Ich bevorzuge jedoch hier die zweite Variante, denn ich finde diesen Weg einfach romantischer. Wir überqueren noch die Felder und erreichen, ihr werdet es jetzt ganz sicher wiedererkennen, unseren Hinweg im Hahnbachtal. Diesem folgen wir zurück an die Flöha zu unserem Ausgangspunkt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Wanderung im tiefen Schnee, welche natürlich auch zu jeder anderen Jahreszeit zu empfehlen und reizvoll ist. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht es hier weiter in unserer schönen Heimat mit unserer Pilgerreise nach Rom, mit Eisenbahn und vielem anderen. Bis bald, ciao!